Hello, hello. So, mein Lovely. Machen wir mal das Handy auf lautlos. Gut. Ich würde sagen, ich habe nämlich kein spezielles Thema. Ich würde sagen, wir quetschen einfach mal das Lenormand aus. Und ich habe eiskalte Hände. Ich spüre noch gar nichts. Ich komme gerade von draußen rein. Boah, ist das kalt, ey. So, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Gucken wir mal, was bekommen wir für Infos, was zeigt sich, was ist da los? Upsi Bär, wir haben hier ein Schätzelein. Dann haben wir eine Schlange. Sehr schön. Ich mag die Schlange, nicht nur, weil sie mein indianisches Sternzeichen ist, sondern weil die Schlange einfach cool ist. Einfach. Wenn sie weiß, wann sie zubeißen muss, dann ist sie einfach... So, die Lilien. Oh, das ist aber nice. Ich finde es so witzig, die Karten, also es fällt eine und eine zweite dreht sich gleichzeitig im Deck um. Ist auch eine komische Geschichte. Die Eulen. Dann haben wir hier die Wege. Vielleicht eine. Der Fuchs. Und unter dem Deck haben wir den Anker. Boah, das ist eine sehr, sehr geile Energie. Wir haben hier nämlich eine männliche Person, ob das nun du selbst bist oder dein Gegenüber. Auf jeden Fall ist hier eine männliche Energie, bei der ganz, ganz viel aktuell passiert. Und zwar im Sinne von Verwandlung, im Sinne von Entscheidungen, von Lösungsfindungen, von Häutung, von Verarbeitung, von irgendwas. Dinge, die aus dem Inneren an die Oberfläche kommen. Weisheit, Offenbarungen, Erkenntnisse, eine neue Struktur, eine neue Strategie, was dann in was Festem quasi. Kann mir jemand helfen bei der Satzfindung, bitte? Also das läuft alles in eine Manifestation, okay, hier in den Anker. Es setzt sich etwas. Nicht etwas, sondern das komplette Paket. Und das ist eine mega, mega geile Energie. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt quasi... wenn ich nicht weiß, dann mache ich einfach mal. Wir nehmen einfach mal das Tarot dazu. Bisschen auf die Seite schieben. Kleiner Tipp am Rande. Wenn du eiskalte Hände hast, versuche es gar nicht zu mischen. Vielleicht liegt es auch einfach nur an meinem steinernen Griff aktuell, wie die Karten fallen. So, der Hierophant. Dann haben wir den Ritter der Stäbe und die 2 der Schwerter für die Schlange. Die Welt für die Lilien. Oh, da hat sie sich umgedreht. Die Sonne für die Vögel. Die 9 der Stäbe für die Wege. Hast du dich hier auch umgedreht? Und die Stärke für den Fuchs.
und unter dem Deck der Page, der Kelche. Boah, es wird Liebe geboren, es wird Liebe manifestiert. Hier ist ein Erwachen. Sagen wir es mal so, ich gucke jetzt hier speziell quasi auf ein Gegenüberlein, weil wir hier die Schatzikarte liegen haben, okay? Aber im Allgemeinen gilt es natürlich auch für die männliche Energie, für die göttlich-männliche Energie, die wir alle in uns tragen, egal ob Männlein oder Weiblein, okay? Und da passiert gerade so viel. Es fühlt sich an, als würde diese männliche Energie eine Invasion, kann man das so sagen, eine Invasion der weiblichen Energie erfahren, Schrägstrich durchlaufen. Der Mann lässt sich berühren von der göttlich-weiblichen Energie und daraus entsteht das dann. Das ist ein Gang durch die Tiefe, das ist ein Erwachen, das ist der Ruf im Inneren. Die weibliche Energie, die die männliche Energie antriggert, um in die Männlichkeit zu gehen, also auch in das männliche Handeln, in diese männliche Aktivität. Und es ist geil, es ist einfach nur mega. Also, wir haben hier ein Gegenüberlein. Wir haben hier eine männliche Energie, die den Ruf fühlt, die sich dem Ruf unterwirft. Ja, anders kann ich das nicht sagen, so wie das hier ausschaut. Gewisse Dinge, gewisse blinde Flecken, die nicht gesehen wurden, die abgelehnt wurden, abgewiesen wurden, sonst irgendwas. Dieser Mensch stellt sich jetzt, dieser Mensch nimmt den Kampf auf. Ja, wir haben hier ein paar Menschen dabei, die sich dieser Energie, dieser Situation, dieser Thematik freiwillig stellen. Und wir haben natürlich auch so ein paar Schlafnasen, ja, absolut nicht böse gemeint, die da reingedrückt werden durch irgendwelche Situationen, Vorfälle, was auch immer, okay? Also die einen, die da freiwillig durchgehen oder freiwillig sich diesem Weg öffnen, die haben es dann natürlich ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis zeigt sich hier fest, stabil, kraftvoll und unheimlich liebevoll. Und das lässt einem das Herz erweichen. Es ist schön, es ist so, so schön. Die weibliche Energie, die hier durchbricht und die männliche Energie vereinnahmt, sodass, ja, muss ich so sagen, sodass der Mann Mann sein kann, sich erkennt, sich annimmt, sich anerkennt, sich wieder spürt, sein Licht strahlen lassen kann. Durch so viele Erkenntnisse, durch so viele Offenbarungen. Und ja, hier ist jemand in Kämpferlaune. Hier gibt sich jemand nicht mehr in die Opferrolle, um sich in diesen vergangenen Wunden zu baden und sich darin zu ertränken oder sonstiges, sondern hier nimmt jemand diese Erfahrungen, diese Themen, diese Wunden an, um sich daraus zu erheben. Es hat so einen Beigeschmack von der Phönix-Energie. Es ist aber nicht in dieser Stärke des Phönix. Hat hier vielleicht gar nichts zu suchen, ist vielleicht ein anderes Thema, aber auf jeden Fall, dieser Mensch guckt sich das alles an und bricht daraus hervor, nutzt diese Dinge als Chance, nutzt diese vergangenen Erfahrungen, diesen Schmerz, diese Wunden, nutzt das für sich, um sich darin zu erheben. Und ja, hier kommt eine ganz neue Stärke zum Vorschein, neue Strategien, neue Strukturen,
ein neues Grundgerüst, das hier erschaffen wird, das in der Zukunft noch viel, viel mehr Stabilität und Festigkeit und Sicherheit und Vertrauen bringt zum Erreichen der Ziele. Wow! Je nachdem, auf wen du hier gerade schaust, ja, ob das hier deine persönliche, göttlich-männliche Energie darstellt oder ob du hier auf ein Gegenüberlein schaust, ist zum Beispiel, wenn das hier dein Partner ist, dann wirst du bei einer wundervollen Geburt höchstwahrscheinlich, Zeuge sein dürfen, nämlich seine eigene Geburt oder die Geburt seiner göttlich-männlichen Energie, wie er aus einem schwebenden Zustand wieder seinen Platz findet. Und ich muss dabei so grinsen, weil das ist ein Prozess, den bekommst du mit. Da herrscht nämlich auf einmal eine komplett andere und neue Energie. Wenn vorher alles nur Wischiwaschi war, dann haben wir hier eine pure und reine Sexualität. Wir haben hier Vertrauen, wir haben hier Sicherheit, wir haben hier einen Fels in der Brandung. Die Schulter zum Anlehnen. Wenn es sich hier um ein Gegenüberlein handelt, der eventuell vorher nicht wirklich Entscheidungen treffen konnte, also von der mentalen Ebene, vielleicht nicht zu dir stehen konnte, dir nicht sagen konnte, was ist das jetzt zwischen uns, dann wird dieser Mensch hier diese Prozesse durchlaufen, aufwachen, dich sehen, dich erkennen und für dich einstehen, zu dir stehen. Natürlich können wir das jetzt nicht wie immer, da allgemeine Legung, bla bla bla, nicht immer auf jedes Gegenüberlein drüber legen, ist klar. Aber wenn das hier dein Gegenüber ist, dann wirst du das merken innerhalb der nächsten Wochen. Ja, danke. Innerhalb der nächsten Wochen wird dieser Mensch in einer komplett neuen Intensität auf dich zukommen und auf dich eingehen. Und du wirst es mit jeder Faser deines Körpers spüren, mit jeder Faser deines Seins. Das ist gigantisch. Das ist richtig geil. Okay, das hier ist die Energie, die sich hier zeigt. Und ja, ich weiß, meine benutzten Worte, die spiegeln nicht im geringsten diese große Energie wider. Aber da ist einfach, da musst du dich reinspüren. Da musst du dich reinspüren in diese Energie, das in dich aufsaugen und schauen, was es mit dir macht und was es für dich bedeutet. Ich würde dazu jetzt gerne noch Seelenbotschaften abholen. Eventuell einmal für dich, je nachdem, wo du stehst. Dann eine Liebesbotschaft und noch eine Nachricht von deinem Gegenüber. Ja, das machen wir. Okay, erstmal für dich persönlich, also je nachdem, wo du hier stehst in dieser Konstellation, es kommen jetzt 3 Botschaften oder halt aus 3 Decks. Es kann sein, dass alles auf dich zutrifft oder dass du mit allem was anfangen kannst. Kann aber auch sein, dass hier gar nichts für dich gerade bestimmt ist, weil du vielleicht deinen Platz in dieser Konstellation noch gar nicht kennst. Oder halt eben nur teilweise. Also lass dich nicht irritieren und bitte leg dir niemals irgendwie irgendwas zurecht, weil entweder diese Energie ist so, wie sie ist und entweder du resonierst damit, ganz oder teilweise, oder eben nicht. Leg dir niemals etwas zurecht, weil das endet nur in großer Enttäuschung und in Schmerz. So ehrlich muss man zu sich sein. So. Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Die 32, der Wendepunkt. Bäm, reiße die Mauern um dein Herz nieder. Gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Das gilt jetzt ganz speziell
für die männliche Energie, also dein Anteil in dieser männlichen Energie, ob du jetzt ein Mann bist oder eben eine Frau, wo hier die göttlich-männliche Energie angesprochen wird. Eventuell hat sich durch diese Verbindung oder durch diese ganzen Erfahrungen in der Vergangenheit eine gewisse Mauer um dein Herz gebildet, eine gewisse Kälte, gewisse Blockaden, ein undurchdringlicher Schleier, was auch immer. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an und auch nicht gesund an. Reiße das nieder. Erlaube dir diese Wärme und diese Liebe zu leben. Da ist ganz viel Demut auch dabei. Schön, schöne Energie. Ach komm, weil die unterm Deck auch noch so schick ist, nehmen wir die mit. Die 4. All deine Sinne erwachen. Nimm sie bewusst wahr und entschleunige dein Leben. Ja, hier besteht keine Eile. Mach dir keinen Stress, mach dir keinen Druck, weil das, was hier kommt, ist göttlich. Als nächstes möchte ich eine Nachricht ziehen von deinem Gegenüber innerhalb dieses Prozesses, innerhalb dieser Energie. Oh, da sind mehrere. Lass uns ein Date vereinbaren und sehen, wohin das führt. Ich möchte mich gerne dem Fluss hingeben. Ich möchte es gern fließen lassen. Ich möchte mich gern gehen lassen. Hier haben wir wieder den Einsatz der göttlich-weiblichen Energie, von der er sich berühren lässt. Und dann haben wir noch, ich spiele ein bisschen, um zu bekommen, was ich möchte. Da haben wir jemanden, der sich seiner Kraft, seiner männlichen Kraft, seiner göttlich-männlichen Kraft noch nicht ganz bewusst ist und hier und da eventuell so ein bisschen noch was draufsetzt, eventuell übertreibt, um dich für sich zu gewinnen, um dir zu imponieren, um dich von irgendwas zu überzeugen oder sonst irgendwas. Lass dich davon nicht täuschen. Es ist ein Teil des Prozesses, ja, weil ich würde mal sagen, niemand wacht einfach auf und zack, ich bin voll in meiner Stärke und ich habe jetzt den ganzen Mist und den ganzen Schlamm abgebaut. Ich habe mich von jetzt auf gleich gehäutet und zack, da bin ich. Eher unwahrscheinlich, aber durch diese Reinigungs- bzw. auch Häutungsprozesse verliert man sich manchmal so ein bisschen. Und es kann sein, dass an dieser oder jener Stelle dieser jemand so ein bisschen was aufsetzt oder übertreibt. Nimm es ihm nicht übel, das ist Teil des Prozesses. Der wird sich da drin finden. So, und dann haben wir noch hier unterm Deck, den nehmen wir auch gleich mit. Ich kann dir im Moment nicht das geben, was du möchtest. Liebe dich zuerst selbst. Eine komplett richtige und tiefe Energie ist, wenn dieser jemand zum Beispiel gerade mitten in diesem Prozess ist, wovon ich hier ausgehe. Was ich gerade schon erzählt habe, durch dieses Schwammige, durch dieses Schweben oder heute so, morgen so, ich weiß gerade nicht komplett, wo ich stehe. Das ist Teil des Prozesses. Das heißt, verlang von diesem Menschen nicht allzu viel oder keine sofortigen Ergebnisse, weil, wie gesagt, dieser Prozess zieht sich jetzt noch über die nächsten Wochen. Also es sieht nicht so aus, als ob da jemand gerade schon dem Ziel nahe ist. Das ist der Winterübergang. Okay, gut. Ja, sagen wir mal, im Frühling kommt das Erwachen. Sage ich jetzt mal hier so frei Schnauze heraus. Ja, schau, wo es bei dir noch
mangelt in Bezug auf die Selbstliebe, in Bezug auf die Selbstfürsorge. Schau in erster Linie auf dich selbst, bevor du in irgendeiner Form zu viel Aufmerksamkeit diesem Gegenüber schenkst. Hä? Habe ich jetzt zu der ersten Karte überhaupt noch irgendwas gesagt oder habe ich die nur vorgelesen? Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Also, diese Person möchte sich mit dir treffen und erstmal alles auf sich zukommen lassen. Okay? Das heißt, wenn ihr hier vielleicht länger keinen Kontakt hattet oder nur so sporadischen Kontakt, überfordere diesen Menschen einfach nicht. Gib ihm seinen Raum, gib ihm seine Zeit. Der muss hier auch erst reinwachsen. Der macht hier dieses Theater macht er auch zum ersten Mal. Genau. Einfach mitschwingen. Einfach sich treiben lassen, sich gehen lassen innerhalb dieser Energie. Schritt für Schritt. So, eine Liebesbotschaft noch. Liebesbotschaft. Ja, da ist gleich was rausgeplumpst und noch was hat sich umgedreht. So. Wunderbar. Also, fangen wir einfach hier an. Wir haben die Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Wir trinken hier in der göttlich-weiblichen Energie. Hingabe, ganz, ganz wichtig. Fließen lassen. Dann haben wir die Umarmung. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Wie war das? Lass dich in meine Arme sinken. Ja, es ist natürlich immer mit Vorsicht zu betrachten. Ja, solche Aussagen, aber es ist nun mal ein Fakt, dass jede Verbindung oder jedes Gegenüber in deinem Leben, egal in welcher Konstellation, ist immer das perfekte Gegenstück, weil man zieht ja das im Leben an, was man ist. Also von dem her, aus spiritueller Sicht, ja, definitiv stimmt diese Aussage 100%. Dann haben wir noch ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Oh ja, dieser Schleier wird sich lüften, mein lieber Schieber. Wenn diese göttlich-männliche Energie hier durchbricht, dann geht's ab. Und die letzte Karte, die unterm Deck ist die Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Wie vorhin auch schon gesagt wurde, kein Zwang, kein Druck. Einfach alles fließen lassen, die Dinge mit Humor sehen. Nicht alles persönlich nehmen. Ja, Vorsicht natürlich auch hier, wenn du dich in einer Verbindung, also wenn du meinst, das trifft jetzt auf deine aktuelle Wunschpartnerverbindung zu, wo er aber vielleicht sich komplett distanziert oder dich blockiert oder sonst irgendwas und du hoffst aber, dass das darauf hier zutrifft und der ist aber nicht nett zu dir, der beschimpft dich oder sonst was, dann meine ich da natürlich nicht dieses, nimm nicht alles persönlich, sondern setz da vielleicht dann doch deine Grenzen, okay? Aber dieser Typ, der dich einfach hängen lässt, schon seit einer längeren Zeit oder jetzt nichts mit dir zu tun haben will, dieser Typ von Mensch ist hier in dieser Legung definitiv nicht drin. Ja, also spür dich da bitte rein, unbedingt. Und alles mit Leichtigkeit durchleben, diesen Prozess, diesen Weg. Ja, lovely. Ich sage wieder herzlichen Dank fürs Mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal.